single day. 1955 kam eine Legende auf, laut der wenige Jahre zuvor ein Tarnexperiment in Philadelphia in den Vereinigten Staaten misslungen sei. So soll sich das Schiff, welches man versucht hatte zu tarnen, versehentlich ins über 500 Kilometer entfernte Norfolk im Vereinigten Königreich teleportiert haben. Das Thema heute? Das Philadelphia-Experiment. Im Jahr 1955 veröffentlichte ein Autor ein Buch über UFOs und ihre Möglichkeiten der Fortbewegung. In diesem Buch wurde erstmals die erwähnte Geschichte über die Teleportation des Kriegsschiffes angesprochen. Die Berichte stammten von einem Matrosen des Schiffes, der USS Eldridge. Der Name des Matrosen ist nicht wirklich bekannt, mal hatte er sich Carl M. Allen und mal Carlos Miguel Allende genannt. Er berichtete von einem gescheiterten Experiment um den 28. Oktober 1943 herum, dessen Ziel es war, das Schiff für den Feind unsichtbar zu machen. Allen sprach jedoch nicht nur von Unsichtbarkeit auf dem Radar. Laut ihm sei das Schiff unter hellen grünlichen Lichtblitzen unsichtbar geworden. Plötzlich fand sich das Schiff im 500 Kilometer entfernten Norfolk in Großbritannien wieder und rund eine Viertelstunde später sprechen davon, dass ein Großteil der Mannschaft sich in den Wänden des Schiffes materialisiert hatte, was zum Verlust beinahe aller Matrosen führte. Laut Allen wurden in einer speziellen Werft der Navy in Philadelphia extrem starke Magnetfeldgeneratoren in das Schiff eingebaut. Diese sollen der Auslöser für den Teleport gewesen sein. Ursprünglich war der Generator wohl als Abwehr gegen feindliche Torpedos gedacht. Wer an dieser Stelle auf wissenschaftliche Gegenargumentation gehofft hat, wird diesmal leider enttäuscht. Es reichen allein die Logbücher der USS Eldridge, um die ganze Geschichte zu widerlegen. Laut den Logbüchern befand sich das Schlachtschiff zwar im August 1943 noch in Philadelphia, danach jedoch nie wieder. Selbst wenn es eine geheime Mission gewesen wäre, warum hätte man das Logbuch mit Falschinformationen füttern sollen, wo gerade das wahrscheinlich das Letzte ist, worauf der Feind Zugriff hat? Viele Verschwörungstheoretiker sehen zudem Nikola Tesla als den Leiter des Philadelphia-Experiments an. Auf den ersten Blick eine nicht 100% absurde Assoziation, auf den zweiten wird jedoch relativ schnell klar, dass man aus dem Jenseits heraus schwer ein Experiment leiten kann. Der Erfinder der Geschichte, Allen selbst, wird zudem als geistig nicht zurechnungsfähig beschrieben, auch abseits von den komischen Märchen, die er zu Lebzeiten verbreitet hat. Das Schlachtschiff wurde später nach Griechenland verkauft und, oh Wunder, es fand sich an Bord kein Magnetfeldgenerator. Ein Fazit zu dieser Verschwörungstheorie zu fassen ist simpel. Von vorne bis hinten handelt es sich dabei um die wilden Fantasien eines angeblichen Matrosen, der sich nicht einmal entscheiden kann, wie er eigentlich heißt, womit auch diese Verschwörungstheorie als eine solche identifiziert wäre. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von dem Matrosen und seiner Geschichte? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy.